Nicht geil, hat mich gerade richtig geärgert. Ein Update für die Crowd. Die Luft. Wir haben eine leichte komische Schwingung am Hinterrad festgestellt und ja, scheiße, verdammt, die Luft ist irgendwie raus. Das reicht. Und jetzt hier an diesem Denkmal nicht weiter sprechen über irgendeinen Mist. Die Traktionskontrolle ist was Ehrwürdiges hier. Oh, das nennt sich Fußbodenheizung. Trocknen für arme Menschen. Nein, einen wunderschönen guten Morgen an Tag 7, 8, 9, 10. Perfekt, genau. Wir gehen davon aus, es ist Tag 7. Deshalb einen wunderschönen guten Morgen an Tag 7. Wir haben hier noch eine kleine Sache festgestellt. Und zwar gestern war es ein bisschen schmutzig bei uns in den Koffern. Aber nur minimal. Wir sind uns aber nicht sicher, ob das durch den Dampfstrahler kommt. Okay, man sieht es hier. Genau durch den Dampfstrahler kommt, den wir auch benutzt haben. Oder durch die Fahrt. War ja auch schon Scheißwetter. Aber ja, man muss aber trotzdem auch sagen, eigentlich ist nichts wirklich schmutzig geworden und alles passt perfekt. Deshalb, wir packen jetzt schnell, versuchen uns zu beeilen, weil draußen hat es ein megamäßig phänomenal super geiles Wetter. Wir haben auf jeden Fall die Sonne vermisst. Und hier gibt es wunderbar, unendlich viel wunderschöne Sonne. Und deshalb gehen wir es jetzt an, packen, hauen ab und werfen uns auf die Straße. Ciao! Und falls ihr die anderen Videos dieser Serie noch nicht kennt, Teil 1 bis 6 unten verlinkt und auch als Playlist verfügbar. Und deshalb zieht es euch unbedingt rein. Lasst in jedem Fall ein Like und ein Abo da. Bis bald, wir sehen uns. Viel Spaß mit der Folge. Was man auf jeden Fall erwähnen kann, diese Taschen und die Koffer mit dem Gurt funktioniert soweit echt perfekt. Einfach hier, damit der Deckel eigentlich immer schön in Spannung bleibt und auch nicht hinten gegen irgendetwas fällt. Dann hier einfach so ein Gurt drüber, dass wenn das Ding nicht ganz bis auf den letzten Millimeter Kubikzentimeter gepackt ist, dass man das einfach schön schnallen kann. Und hier auch ein echt angenehmer Mechanismus. Einfach zusammendrücken. Hopp. Geht auf. Und genau einfach wieder ineinander schieben. Hopp. Funktioniert bei beiden Koffer gleichermaßen. Alles perfekt. Cooles System. 1A. Danke dafür. Was ich auch immer in jedem Fall empfehlen kann, wenn man zum Moped unterwegs ist und besonders wenn es mehr Regen gibt als in einem Liebes oder wenn es 1-2 Tage Regen gibt, immer ein größeres Zimmer nehmen. Dann kann man das Zeug, was man hat, einfach entspannt ausbreiten, zum Trocknen legen und sich es einfach gemütlich machen. Auch mit den Koffern. Also hier echt eine super komfortable Größe, auch mit den Koffern, dass man einfach entspannt Platz hat, sie am Boden zu legen. Man lebt ja quasi eigentlich aus den Koffern, man räumt ja nicht jeden Tag alles aus den Koffern aus und wieder ein und in den Schrank und wieder raus. Genau, und deshalb, das hat sich echt bewährt. Wenn du dann so ein kleines Zimmer hast, wo du neben dem Bett nur noch 1 Zentimeter Platz für deinen Fuß hast, stresst das. Don't do it. Packen ist eine Kunst und nehmt euch immer die Zeit, am Ende nochmal zu checken, ob der linke Koffer echt gleich schwer ist wie der rechte Koffer. Muss sein. Und das andere, einfach vorstellen, es ist eine Partie Tetris und man muss gewinnen, weil sonst hat man verloren. Wir haben echt noch was Lustiges festgestellt gestern. Und zwar beim Planen zwischen Calimoto und Google Maps. Calimoto sagt bei unserer heutigen Tagesroute, wir brauchen sage und schreibe 10 Stunden und 14 Minuten. Und wieso brauchen wir das? Eigentlich nur, weil wir hier diesen Weg durch den Nationalpark gewählt haben und nicht diese Landstraße da unten. Genau. Und jetzt haben wir das nochmal im Detail verglichen beim Frühstück. Und das Spannende ist, Google Maps sagt, wir brauchen im Unterschied für dieselbe Strecke eigentlich nur 2 Minuten länger. Deshalb, wir schauen uns das ganz gut an. Und zwar geht es von Jasenovac nach Sisak. Aber bei Calimoto haben wir es geschafft, dass die Routenzeit von 4 Stunden für den ganzen Tag auf über 10 Stunden für den ganzen Tag gekommen ist. Das heißt, also wir erfahren sowieso immer wieder ganz komische Probleme mit Calimoto bezüglich der Routenzeit. Die Straßen sind perfekt, die Route ist perfekt. Vielleicht nicht optimal für Kurvenfahren und ein bisschen Speed, aber optimal für Landschaftsgenießen und Routenfahren, die man noch nie gefahren ist. Aber was die Zeit angeht, ist es halt komplett unterschiedlich. Manchmal, wie gesagt, manchmal hast du eine 2 Stunden 30 Route, du fährst 4 Stunden und hast noch immer 2 Stunden 5 Minuten vor dir. Aber jetzt die letzten Tage haben wir es auf jeden Fall geschafft, dass es zeitlich relativ gepasst hat. Ich persönlich denke,
Es hat irgendwas mit dem Kalimoto-Kurvenindex zu tun. Also was ich festgestellt habe, genau, umso höher der ist in der Regel, umso unwahrscheinlicher ist es, diese Zeit einzuhalten. Und das zweite ist, so wie ich es jetzt festgestellt habe, also ihr seht, er wollte hier beim besten Willen nicht den Fluss die Sava entlang hochfahren, einfach diese Standardstraße der Nationalpark entlang. Deshalb habe ich ihm echt viele Wegpunkte auf der Strecke setzen müssen. Und ja, ich denke jetzt, oder uns ist die Idee beim Frühstück gekommen, dass er vielleicht einfach denkt, bei jedem Wegpunkt machst du eine Pause. Vielleicht dauert es deshalb auch noch länger. Aber ja, alles halb so schlimm. Also wir rechnen mit einer 4-5 Stunden Route heute. Und bei dem Wetter können wir es ganz gemütlich angehen. Also dann, gleich geht's los. Yeah. Geil. Oh yeah, Tag 7. Wir starten. Bike ist noch Etwas versaut von gestern. aber halb so schlimm. Wir haben gelernt, mit diesen Reifen nicht im Gatsch fahren. Erste Station Auto waschen, erste Station Moped waschen, zweite Station Jasenovac, dritte Station Sisak, vierte Station Splitzwisser sehen. Und geil, deshalb schaut euch dieses Wetter an. Mega. Musik anmachen, Straße genießen. Geil, oh yeah. Das Moped ist wieder blitzeblank. Jetzt kommt's. Das erste Mal das Moped auf den Hauptständer stellen. So, weil wir es machen wollen. Und dann wollen wir die Kette ölen. Also, was ist meine Traumform? Ich hab keine Ahnung. Aber stell dich mal auf die andere Seite. Und jetzt? Ich glaube, komm, du nimmst es. Was soll ich machen? Du nimmst das. Anständig. Ist ein Metallriesenturm. Okay, steig jetzt da drauf. Ja. Und dann müssen wir es nach hinten hieven. Okay? Nach hinten, okay? 1, Ja. 2. Da braucht man echt einen Trick. Da gibt es bestimmt einen Trick. Hauptständer. Ein bisschen, es war schon so. Ja, ein bisschen, gell? Also ich kann ganz da draufsteigen, aber das bringt ja nichts. Also das muss man ja alleine können. Ne? Deshalb. 1, 2, 3. Dann heben wir uns hoch. Okay, kläglich gescheitert bei Versuch 1. Wir schauen uns das nochmal im Detail an, wie man das in der Theorie macht. Vielleicht auch liegt es an den Taschen, aber verdammt schwer. Nicht geschafft. Nicht geil, hat mich gerade richtig geärgert. Ein Update für die Crowd. Die Luft. Wir haben eine leichte komische Schwingung am Hinterrad festgestellt und ja, scheiße, verdammt, die Luft ist irgendwie raus. Also wir haben jetzt zwei Optionen: zur Tankstelle fahren oder gleich beim ADAC anrufen oder Ducati Service, ist es egal. Ich schau kurz, ob ich selber irgendwas finde am Reifen und dann im Worst Case vielleicht hat einfach hinter dem doppelten Spielcasino jemand Luft rausgelassen aus dem Hinterreifen. Weil gestern Abend war alles in Ordnung, heute in der Früh ist ein bisschen rutschig oder ein bisschen schwammig, deshalb spannend. Wir wissen gleich mehr. Wir suchen jetzt den Reifen ab
Sonst sieht der Reifen eigentlich super geil aus. Und wir haben nichts gefunden, also echt merkwürdig. Wir machen jetzt wahrscheinlich Plan mal, ich fahre zur Tankstelle, check den Reifendruck, fülle sie mal wieder auf, allein, ohne Gepäck. Dann schau dir mal, was der Tag bringt, aber visuell von außen nichts zu sehen eigentlich. Ja, habe die GoPro drüben gelassen, war knapp 0,9 Bar drin, habe jetzt 2,9 Bar reingepumpt. Steht am Reifen, check noch kurz in der Bedienungsanleitung, was denn so optimal ist, check nach vorne und dann zurück zu meiner Freundin. Mal schauen. Ich habe ein gutes Gefühl. Die Reifen sind wieder vollgepumpt. Vorne hat alles gepasst. Hinten können übrigens 2 9 rein, vorne 2 4 mit Sozius und oder Gepäck. Aber auf jeden Fall immer die Safe-Variante, wenn man flexibel unterwegs sein will. Hier warte ich jetzt 10 Minuten. Keine Ahnung, ob das was bringt. Habe noch mal kurz den Reifen angeschaut. Alles wie vorhin schon. Und ja, messe in 10 Minuten nochmal. Wenn dann alles dasselbe ist, gehe ich mal davon aus, dass alles passt. Und dann schauen wir, dass wir schön viele Tankstellen auf der Route haben. Und schauen, dass wir mal ein bisschen auf jeden Fall morgen den Wandertag einhalten können und dann mal schauen, wie es weitergeht. Mal schauen auch, wie es sich bis morgen verhält. Daumen drücken. Ich habe schon mal 2, 3 Tankstellen auf der Route rausgesucht, dass wir einfach im Laufe des Tages triple checken können, wie sich so verhält. Status-Update vom Behind the Helmet. Und zwar alles gut, wir sind wieder da, wir haben gepackt, Traumfrau packt ihre Sachen, Hände sind schmutzig, Moped ist startklar. Reifendruck ist zumindest über 10 Minuten konstant geblieben, eine amazing Leistung. Und ja, wir fahren jetzt mal weiter, haben Tankstellen am Weg. Ich habe schon gesagt, der Reifendrucksensor wäre jetzt halt der Hit. Dann bräuchte man nicht die ganze Zeit stehen bleiben und überprüfen. Aber wir machen das oldschool. Die waren leider noch nicht lieferbar, wie ich das Moped bestellt habe. Deshalb geil, wird beim nächsten Service reingebaut. Und hoffen wir einfach, dass nur irgendein Spaßbold uns den Reifendruck rausgelassen hat. Unwahrscheinlich, aber Hoffnung stirbt zuletzt. Adios amigos, muchachos y muchachos, hasta pronto, die Straße ruft. Geil. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, die Matrix lässt grüßen. Beim Reinzoomen sehen wir die Stadt, wo ich gerade war. Beim Rauszoomen ist alles wieder in Ordnung. Oh yeah, feeling Offroad Hardcore, baby. Darf ich? Jo, tut das gut. Ich habe schon vergessen, dass wenig Luft im Reifen war. Richtig geschwitzt und du wirst verbrennen, Schatz. Geil, wir sind angekommen und ich kann mir gerade hören, dass eine kluge Frau bringt mir gerade bei, dass ich mich eincremen sollte. Und sie hat leider vollkommen recht, aber ich bin leider sehr faul, was Eincremen angeht. Ich mach's aber gleich. Aber jetzt gehen wir mal und schauen uns das Denkmal an. Gestern, ich übrigens allein bei Lidl, wenn man denkt, dass man das günstigste Sodawasser kauft, dann einfach Fanta auf Kroatisch besorgt. Wunderschön gemacht hier alles. Mal lesen, was wir hier vor uns haben. Also was man hier erkennen kann, das Große ist die Karte von hier, inklusive Denkmal, und all diese Hügel haben eigene Nummern. Und man kann die Hügel auch in echt hier erkennen, wenn man einfach schaut. Hier zum Beispiel einer, also Delden und Hügel. Und ja, was genau es bedeutet, finden wir auf jeden Fall noch raus. Klingt komisch, aber was liebe ich am Motorradfahren am meisten? Am meisten, so ein Schwachsinn, aber was liebe ich am Motorradfahren? Diesen ganzen Scheiß zu schleppen, ist immer Workout. Man muss es immer positiv sehen. Immer ans Positive denken. Anständig essen, anständig schleppen, anständig Muskelaufbau. Wow, ich weiß nicht, ob man das über die Kamera sehen kann,
Aber da unten sind so violette Unterwasserpflanzen. Sieht echt sehr hübsch aus. Allgemein heute mit den Wolken, glaube ich, optimales Wetter, um so ein Denkmal zu besuchen. Und bezüglich Traktionskontrolle, vor allem vorerst bezüglich Windgeräusche. Ich hoffe nicht, dass man diesen Wind hier auf dem Video hört, sondern ich hoffe, dass man den Ton gut hört. Ich habe nämlich dieses Media Kit extra hinten gelassen, weil es sonst mühsam jedes Mal hier drauf montieren und wieder runter. Genau, bezüglich Traktionskontrolle. Ich würde jedem empfehlen, der das Moped kauft, stell sie mal auf 5 von 8 ein. Und wenn du denkst, dass es dir irgendwie irgendwas wegreduziert, geh eine Stufe runter. Aber im Vergleich zu BMW, wo einfach, oh Moment. Genau, im Vergleich zu BMW, wo man im Road-Modus auf jeden Fall spüren hat können, dass hätte ich einfach ein Beschleunigen von 0 auf 30 schon reduziert. Kann man hier bei Stufe 5 von 8 nicht spüren. Zieht wie eine 1. Alles perfekt, richtig sportlich. Das reicht. Und jetzt hier an diesem Denkmal nicht weiter sprechen über irgendeinen Mist. Die Traktionskontrolle ist was Ehrwürdiges hier. Ich sehe gerade von der Außenseite ist es beleuchtet. Ich glaube in der Nacht ist es wahrscheinlich echt absolut umwerfend. Hätte wahrscheinlich gestern Abend noch vorbeischauen sagen. Aber ja, ist bei Tag auch wirklich beeindruckend. Ich nehme euch mal mit, was es hier so zu sehen gibt. Oi. Und leg mal meine Sachen hier ab. Ich hätte wirklich gern noch ein Kerzchen besorgt, aber wir haben leider keins gesehen zu kaufen. Ach, da können wir zumindest was Gutes tun und noch eins anzünden, das schon hier ist. Hier gibt es wirklich große Ameisen. Hab schon vorher eine auf meinem Visier gehabt. So. Eine gute Tat vollbracht. Und Herzen angezündet. Eine noch angezündet. Und hier brennt sogar noch eine. Super friedliche